Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute wollte ich euch zeigen, wie man ein leckeres Dattelkuchen backt. Ich mache den heute zum ersten Mal. Ich habe das Rezept und die ganzen Zutaten da. Die werde ich euch auch gleich zeigen. Normalerweise macht das meine Mutter und bei ihr schmeckt das super lecker. Ich hoffe, bei mir wird das auch so lecker. Aber das werden wir gleich sehen. Ich werde euch jetzt erstmal die Zutaten zeigen und ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß dabei. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt am Ende einen Daumen nach oben. Also, in unserem Dattelkuchen sind natürlich die Datteln die Hauptzutat. Ihr braucht 500 Gramm Datteln, die müsst ihr zunächst erstmal entkernen und dann tut ihr sie einfach in kleinere Stücke schneiden. Und wir machen dann was Besonderes mit den Datteln, und zwar tun wir erstmal schwarzen Tee kochen. Dafür könnt ihr dann einfach 2 Teebeutel nehmen, 2 Teebeutel schwarzen Tee nehmen. Und dann tut ihr das erstmal kochen und dann tut ihr das über die Datteln drüber gießen und lässt es mindestens für 1 Stunde einziehen. Dadurch ergibt sich so ein besonderes Aroma, sage ich jetzt mal. Der Geschmack von den Datteln und dieses Aroma vom schwarzen Tee vermischt sich zusammen und das schmeckt am Ende sehr lecker. Als nächste Zutat braucht ihr noch Zucker, 300 Gramm braucht ihr da könnt ihr entweder weißen Zucker oder Rohrzucker nehmen. Ich nehme jetzt Rohrzucker und dann brauchen wir noch 350 Gramm Butter. Da ist es egal welche Butter, Hauptsache die ist ein bisschen weich. Und was jetzt noch wichtig ist, wir brauchen Kondensmilch, so eine Dose sollte reichen. Dann braucht ihr noch Grieß, 150 Gramm. Und Mehl, da könnt ihr auch zum Beispiel Vollkornmehl oder Weizenmehl benutzen. Davon braucht ihr auch 350 Gramm. Dann brauchen wir noch Backpulver, eine Packung, und Vanilleessenz oder Vanillezucker noch eine Packung. Dadurch, dass wir jetzt ja schon Zucker benutzen, würde ich jetzt Vanilleessenz nehmen, aber da seid ihr auch, also das ist optional. Da könnt ihr entweder Vanillezucker oder Vanilleessenz nehmen. So, jetzt habt ihr auch die ganzen Zutaten. Ich habe übrigens, wundert euch nicht, dass ich da was habe. Da hat meine Mutter die ganzen Zutaten aufgeschrieben, bloß auf Tamilisch, deswegen habe ich das jetzt auf Deutsch übersetzt. Ihr habt ja jetzt die ganzen Zutaten gesehen bzw. gehört, dann können wir jetzt mit der Zubereitung loslegen. So, mein erster Schritt ist jetzt, ich habe hier jetzt braunes Rohrzucker da. Ich werde jetzt davon 300 Gramm nehmen. Das sind so circa so ein ganzer Becher und so ein halber Becher, also ein ganzer und ein halber Becher zusammen ergeben 300 Gramm Rohrzucker. Und dadurch, dass es jetzt noch etwas zu grob ist, das Zucker, werde ich das noch in einen Mixer reingeben. Ich kann heute nicht reden. Dadurch, dass das Zucker noch zu grob ist und es sehr, sehr fein sein muss, damit man beim Mixen eben mit dem Küchengerät oder beim Umrühren mit dem Rührgerät es schneller geht und es einfach einfacher geht, werde ich das jetzt noch in den Mixer geben und ein bisschen fein mahlen. So schaut mal, jetzt ist es um einiges feiner. Und ja, das können wir jetzt verwenden. So, als nächstes müssen wir Grieß ein bisschen rösten, also ein bisschen anwärmen. Das machen wir jetzt direkt. So, von Grieß brauchen wir ja 150 Gramm. Ich benutze jetzt einfach Weichweizengrieß. 150 Gramm heißt ein ganzer Cup und ein Viertel Cup. Ein bisschen anrösten, müssen wir darauf achten, dass sich die Farbe nicht verändert. Das heißt, vielleicht den Herd nicht auf die höchste Stufe stellen, sondern eher auf niedrig erstmal. Und dann einfach immer ständig umrühren. Und ihr müsst auch gar nicht so lange das anrösten, sondern einfach nur so 2-3 Minuten reichen.
Also ich habe das jetzt für 3 Minuten so umgerührt und laut Rezept soll man es auch nur 2 oder 3 Minuten umrühren. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal abkühlen und stelle es zur Seite. Jetzt können wir zum nächsten Schritt rübergehen. Jetzt können wir Butter und Zucker so lange miteinander verrühren, bis es so eine cremige Konsistenz ergibt. Und das machen wir jetzt auch direkt. So, ich habe hier jetzt schon mal eine große Schüssel. Hier werde ich jetzt erstmal meine fein gemahlenen Zucker reingeben. So, hier kommen jetzt noch 350 Gramm Butter dazu. Das sind bei mir ein ganzer Cup und 2 1/4 Cups. Ich nehme hier jetzt Rama-Butter. Wundert euch nicht, es sieht nur nach so viel Butter aus, aber am Ende gleicht sich das dann aus. So, jetzt habe ich hier 350 Gramm Butter drinnen und 300 Gramm Zucker. Und jetzt werde ich alles miteinander verrühren, bis eine cremige Konsistenz sich ergibt. Ich werde jetzt hier noch Kondensmilch dazugeben und alles miteinander verrühren, bis der Zucker verschmolzen ist. Ich gebe jetzt erstmal circa die Hälfte von dem Kondensmilch. So, jetzt gebe ich noch die restliche Hälfte von den Kondensmilch dazu und rühre es dann um und zeige euch dann das Endergebnis, ja? So, ich habe jetzt so circa 15-20 Minuten das alles umgerührt und das sieht jetzt so aus von der Konsistenz. Also sehr, sehr cremig geworden. Ist auch etwas zu süß. Ich glaube, ich hätte jetzt nicht eine ganze Dose Kondensmilch reintun sollen. Aber ich glaube, das gleicht sich dann noch aus, wenn ich dann die Datteln und Mehl und alles noch mit dazu gebe. So, nach dem Rezept meiner Mutter, steht alles in den kleinen Häppchen da drin, müssen wir die eingeweichten Datteln jetzt so klein zermanschen, dass es so eine Art Brei ergibt. Das muss jetzt wirklich sehr, sehr fein gemanscht werden und das werde ich jetzt auch in den Mixer einfach reingeben und pürieren. Das muss einfach püriert werden. So, sieht richtig aus wie so ein Schokoladensmoothie. Genau, das muss ich jetzt hier in die Mischung mit reingeben, also die pürierten Datteln. So, und jetzt noch einmal gut umrühren. Jetzt kommt hier unser Grieß ins Spiel. Das kann ich jetzt hier hinzufügen. So, jetzt kommt noch 350 Gramm Mehl dazu. Eine Packung Backpulver. Und jetzt füge ich noch eine Flasche Vanilleessenz dazu. Tut mir leid für die Lichtverhältnisse. Ich filme jetzt gerade abends, dementsprechend sieht es auch ein bisschen dunkel aus. So, und jetzt ganz wichtig, nicht mehr mit der Rührmaschine umrühren, sondern mit dem Löffel. Ich heiße jetzt schnell den Ofen noch vor auf 180 Grad. Und zwar stelle ich auf 180 Grad mit Umluft. Ich rühre das jetzt schnell fertig und dann zeige ich euch, wie ich das umfülle und in den Ofen reinschiebe. Bis gleich! Also, ich habe hier jetzt schon mein Backblech fertig vorbereitet. Ich habe das jetzt unten mit Butter eingestrichen, die Seiten auch, Backpapier drauf und auf das Backpapier habe ich auch ein bisschen Butter drauf gestrichen. Und jetzt werde ich meinen Teig umfüllen. Es ist jetzt noch auf 180 Grad.
So, jetzt werde ich das auf 250 Grad hochdrehen und ungefähr so, ja, 15 Minuten erstmal drin lassen und dann schauen. So, der Kuchen sieht gerade so aus. Er war jetzt für 10 Minuten drinnen. Ich mache mal kurz einen Zahnstocher-Test. Es klebt nichts mehr dran, aber ich lasse es jetzt noch für so 5 Minuten drinnen. So, das war jetzt für 5 Minuten ungefähr drinnen. Ich habe auch die Temperatur ein bisschen runtergedreht. Und jetzt werde ich nochmal einen Test machen. Und es klebt nichts dran. Das heißt, es ist jetzt fertig und ich werde es jetzt rausnehmen. Und dann werde ich gleich für euch noch den Geschmackstest machen. Ich werde es jetzt ein bisschen abkühlen lassen, weil sonst verbrenne ich mir noch die Zunge. So, wundert euch nicht, dass es jetzt plötzlich so hell ist. Hier ist es ein bisschen dunkler geworden, deswegen habe ich jetzt meine Lampe geholt. Ja, damit es nicht so dunkel aussieht. Hier ist der fertige Kuchen. Es riecht verdammt lecker. Ich habe mir so eine kleine Ecke rausgeschnitten, weil ich habe mit dem Kuchen noch was Besonderes vor. Wenn ihr wissen wollt, was ich damit vorhabe, dann folgt mir auf Instagram. Da werde ich es nämlich posten. So, jetzt probiere ich für euch das Stück aus. Also, es ist sehr lecker. Also außen, die Kruste ist sehr, sehr knusprig. Innen schön weich. Ich hatte ja im Video gesagt, dass es ja etwas zu süß ist. Aber jetzt ist die Süße für mich eigentlich genau perfekt. So, ihr habt jetzt gesehen, welche Zutaten man dafür braucht und wie man quasi diesen Kuchen zubereitet. Ich weiß, es ist ein bisschen zeitaufwendig, aber glaubt mir, die Zeit ist es wert, weil am Ende schmeckt es echt verdammt gut. Und ja, probiert es gerne aus und schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es euch geschmeckt hat. Und falls ihr irgendwie Fragen habt oder so oder andere Rezeptwünsche habt oder allgemein andere Videowünsche, schreibt mir das gerne auch in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und über ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Dann freue ich mich bis zum nächsten Sonntag mit einem neuen Video für euch. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal.